Der Überlebenskampf in der Serengeti. Unter dem feurigen Sonnenuntergang der Serengeti-Savanne wurde eine junge Hyäne, die sich in einer Felsspalte versteckte, Zeugin, wie ihre Mutter inmitten von Staub und Gebrüll von einem Löwenrudel zerrissen wurde. Von diesem Moment an war die Dunkelheit ihr erster Begleiter. In den weiten Graslandschaften, wo jeder Sonnenstrahl eine Warnung und jeder Schatten eine Jagd verbirgt, wandelt die Hyäne Kiba nun lautlos. Sie gehört nicht mehr zu einem Rudel, nicht mehr zu einem Territorium, sondern verkörpert Einsamkeit und ist zugleich ein Symbol außergewöhnlicher Hartnäckigkeit. Die Tüpfelhyäne Crocuta crocuta ist das sozialste Fleischfressertier in freier Wildbahn. Entgegen der landläufigen Meinung sind sie keine reinen Aasfresser. Tatsächlich erbeuten sie über 70% ihrer Nahrung aus der Jagd. Und in der matriarchalischen Gesellschaft der Tüpfelhyänen sind die Weibchen stark, kraftvoll und oft grausam. Kiba war einst Teil eines solchen Rudels. Als der Anführer alt wurde und die Macht schwand, war sie jung, ohne Verbündete, ohne eine Mutter, die sie unterstützte, und wurde zur Ausgestoßenen. Ihr Clan ließ sie im Stich, als wäre sie nie zum Rudel gehört, und vertrieb Kiba aus seinem Territorium. Sie musste sich der kargen Savanne stellen, in der niemand allein überlebt. Allein durchquerte sie das Territorium des natürlichen Feindes der Hyäne, des Löwen. Auf den trockenen Graslandschaften wich sie den wilden afrikanischen Wildhunden aus, versteckte sich vor Adlern und pirschte Aas wie ein Geier an. Ihr ausgeprägter Geruchssinn war eine der stärksten Waffen der Hyäne und half ihr, Nahrung aus kilometerweiter Entfernung aufzuspüren. Doch Überleben bedeutete nicht, ein Leben mit Sinn zu führen. Bis eines Tages, nach einem blutigen Kampf zwischen Löwen und einem anderen Hyänenrudel, stieß Kiba auf etwas Seltenes. Ein Rudel zitternder, erschöpfter Hyänenjungen, deren Mutter verschwunden war. Sie waren zu jung, um in diesem rauen Land allein zu überleben. Ihre Augen hatten die Gefahr noch nicht verstanden. Ihre hungrigen Mägen hatten noch nie selbst gejagt. Im Nu waren ihre Instinkte zerrissen. Sie wurde langsamer, knurrte leise und griff nicht an. Sie führte die Jungen aus dem Schlachtfeld wie eine widerstrebende Mutter, die aus dem Kugelhagel geboren wurde. Daraus entstand eine seltsame Allianz, eine verlassene Hyänendame und ein Rudel heimatloser Jungtiere. Kiba trainierte sie, als wären sie sein eigenes Blut.
Er brachte ihnen bei, wie sie sich nachts an Beute heranpirschen, wenn Hyänen dank ihres überlegenen Sehvermögens im Dunkeln am aktivsten sind. Er brachte ihnen bei, wie sie ihr Lachen, das bis zu 5 Kilometer weit hallte, nicht nur zur Kommunikation, sondern auch zur Demonstration von Macht und zur Warnung von Feinden einsetzen konnten. Bald begann Kibas stetige und entschlossene Präsenz, ein stilles Signal über die weite Savanne auszusenden. Der Reviergeruch war deutlich zu spüren. Das Lachen, das bis tief in die Nacht drang, war kein Hilferuf mehr, sondern die Ankündigung eines neuen Rudels, das von Tag zu Tag stärker wurde. Nach und nach trafen junge Hyänenweibchen ein, die vom Rudel wegen Schwäche oder Versagens im Machtkampf verlassen worden waren. Jede trug ihre eigenen Wunden, sowohl körperlich als auch seelisch. Doch in Kibas festem Blick waren sie keine Deserteure mehr, sondern Teil von etwas Größerem. Es dämmerte. Die Luft war erfüllt von der Hitze des sterbenden Tages. Das hohe Gras raschelte im Wind. Eine Gruppe Hyänen, angeführt von Kiba, kroch leise im Gras, den Blick auf ein entferntes Ziel gerichtet. Eine langsam dahinziehende Herde Kaffernbüffel, in der ein Kalb aus dem Takt geraten war. Die Jagd begann. Die Hyänen jagten und zerstreuten die Herde. Das Brüllen, das Stampfen der Hufe und die panischen Schreie des Kalbs hallten durch die Luft. Eine Stille, die zwar nicht friedlich, aber geordnet war. Doch damit nicht genug der Überraschungen. Bald ertönte das Geräusch schlagender Flügel vom Himmel. Bartgeier und Weißrückengeier stürzten herab und kreisten eng. Anstatt sie zu verjagen, wichen einige Hyänen zurück und überließen ihnen die Fleischreste. Zu ihren Füßen begannen Reihen afrikanischer Soldatenameisen über den Kadaver zu krabbeln und nagten langsam aber beharrlich an den verbleibenden Knochen. Dies war nicht länger der übliche Schauplatz von Konkurrenzkampf. Es war eine temporäre ökologische Gemeinschaft, in der eine erlegte Beute zur Lebensquelle für das gesamte Ökosystem wurde. Von den Oberhyänen über die Geier in der Luft bis hin zur eifrigen Ameisenarmee am Boden. Auf diesem Bild saß Kiba still am Rand. Sie beobachtete wie eine Anführerin, eine Bewahrerin des temporären Gleichgewichts zwischen Raubtieren, Aasfressern und Regenerationsmitteln. Am Rand des Futterplatzes erschien eine kleine Gestalt. Schlank, wachsam und sich so leicht wie Rauch bewegend. Ein Schabrackenschakal, eine Art, die für ihre Intelligenz, Unabhängigkeit und seltene Kameradschaft mit größeren Raubtieren bekannt ist.
Doch was alle Blicke auf sich zog, waren die beiden Jungen, die zitternd neben seinen Füßen standen. Mager und erschöpft war klar, dass Mutter und Junges vor etwas Schlimmerem als dem Hunger selbst flohen. Kiba drehte den Kopf. Ihre Augen trafen die des weiblichen Schakals. Keine Verbeugung, kein Flehen, nur eine stumme Erklärung zwischen den Arten. Ich kann nirgendwo anders hin. Der Schakal kam herein, langsam, aber unerschrocken. Die übrigen Hyänen sahen schweigend zu. Niemand widersprach, niemand verjagte ihn. In der Gesellschaft, die Kiba geschaffen hatte, verdiente ein Außenseiter mit dem Mut zu kommen eine Chance. Die Sonne ging über dem Horizont der Serengeti auf, färbte das hohe Gras golden und vertrieb die Kälte, die die Dunkelheit hinterlassen hatte. Der Wind änderte die Richtung und trug den Duft von feuchter Erde, trockenem Staub und dem Hauch eines neuen Tages mit sich. Während Kiba und die Hyänen zwischen den Hügeln schliefen, erwachte auf der fernen Waldlichtung eine andere Gestalt. In der Ferne glitt Mondlicht sanft über das taufeuchte Gras. Am Rande eines niedrigen Busches lauerte der Karakal-Luchs. Seine leuchtend gelben Augen reflektierten das Mondlicht, seine schwarzspitzigen Ohren standen wie Antennen aufrecht und registrierten jede Bewegung. Ein paar Meter vor ihm pickte ein Graukopffasan völlig unbewacht am Boden. Ein einziger Sprung genügte dem Luchs, um mit unglaublicher Geschwindigkeit und Präzision vorwärts zu springen und sein Ziel selbst in der Dunkelheit zu treffen. Im Nu schnellte sein Körper wie ein roter Blitz in die Höhe, schnell, sauber und zielsicher. Der Karakal biss leicht in den Hals und beendete das Leben seiner Beute lautlos. Er drehte den Kopf, hielt seine Beute im Maul und wollte sie zurück ins Nest bringen. Doch dann ertönte ein weiteres Geräusch. Nicht das Geräusch von Mäuseschritten, nicht das Geräusch von Wind, sondern das leise, tiefe, widerhallende Lachen, das unverkennbar der Hyäne gehörte. Aus den Büschen auf der anderen Seite trat Kiba hervor. Ihre kalten Augen blickten Karakal und die Beute zu ihren Füßen an. Hinter ihr näherten sich zwei junge Hyänen sanft, aber ohne zu zögern. Sie knurrten nicht, drohten nicht, doch das Rudel hatte bereits eine dominante Stellung eingenommen. Karakal knurrte leise und trat einen Schritt zurück. Sie war eine einsame Jägerin, schnell und wild, aber nicht dumm. Angesichts der drei Hyänen, darunter Kiba, wusste sie, dass der Kraftunterschied nicht zu leugnen war. Still ließ Karakal den Fasan los, ihre Augen glänzten vor stillem Zorn. Kiba griff nicht an. Sie senkte nur den Kopf, hob die Beute auf und wandte sich ab. Karakal stand da, allein in der Dunkelheit, zwischen den Überresten der gestohlenen Jagd. Doch sie ging nicht sofort. Sie beobachtete, als erinnere sie sich, als warte sie. In der Savanne aßen die Jäger nicht immer.
Der Karakal zog sich lautlos in die Nacht zurück, sein Schatten verschwand im windgepeitschten Gras. Der Himmel der Serengeti leuchtete noch immer im silbergrauen Mondlicht, als wäre er Zeuge eines unausgesprochenen Gesetzes. Hier gibt es keine Gerechtigkeit, nur die Starken und diejenigen, die zu warten wissen. Hoch oben, wo sich die Akazienzweige zwischen dem Grasmeer erstreckten, beobachtete ein weiteres Augenpaar den Marcel-Polemaitus bellicosus, den größten Adler Afrikas. Scharfe Augen suchten das Grasland ab und spürten jede noch so kleine Bewegung einer Maus, einer Schlange oder sogar einer jungen Antilope. Mit einer Flügelspannweite von fast 2 Metern, kräftigen Muskeln und Krallen, die stark genug sind, um einen Pavian zu erlegen, ist der Kampfadler ein Raubtier der Lüfte, dem kein Tier am Boden den Kopf zu heben wagt. Doch heute macht der Blick des Herrschers der Lüfte nicht vor großen Beutetieren Halt. Er wandert allmählich südwärts, wo eine kleine Gruppe Erdmännchen ihren Tag unter den Dornbüschen beginnt. Eines steht am höchsten auf dem Hügel und sucht mit den Augen ständig den Himmel nach Wächtern ab. Die anderen verteilen sich im Gebiet, scharren am Boden und sammeln dicke Maden, Regenwürmer und kleine Eidechsen. Gelegentlich watschelt ein Junges vorbei, dessen Rücken noch mit unregelmäßigen Federn bedeckt ist. Der Kampfadler senkt den Kopf und beobachtet jede Bewegung. Für ihn ist ein dickes, langsames und unvorsichtiges junges Erdmännchen die perfekte Beute. Doch die Erdmännchen sind nicht naiv. Jedes Mal, wenn ein großer Vogel über den Himmel flog, stieß der Wächter sofort einen kurzen, scharfen Schrei aus, wie ein Messer, das die Ruhe zerschnitt. Sofort blieb der ganze Schwarm stehen, spitzte die Ohren und verschwand in seinem Bau wie Wasser, das zu Boden zurückweicht. Martial zögerte. Er entschied sich, nicht hinabzutauchen, nicht weil er es nicht konnte, sondern weil der Zeitpunkt nicht richtig war. Er beobachtete weiter aus der Ferne, still wie ein Geist in den Wolken. Nachdem der Alarmschrei verstummt war, kamen die Erdmännchen allmählich aus ihren kleinen Höhlen hervor. Leise setzten sie ihre Futtersuche fort, obwohl ihre Ohren noch immer angestrengt waren und ihre Augen ständig zum Himmel blickten. Für sie war Sicherheit nie absolut, sondern nur vorübergehend. Aus dem niedrigen Gras, versteckt unter den Dornbüschen, näherte sich leise ein Schabrackenschakal, ein Tier, das vorübergehend von Kibas Rudel getrennt worden war. Als opportunistischer Jäger war er von Kiba in die Allianz aufgenommen worden. Doch heute hatte er sich entschieden, allein zu jagen, nicht im Rudel. Er wusste, dass dieser Ort voller Höhlen, aber auch mit leichtem Zugang zu Nahrung war. Und Erdmännchen, besonders junge oder streunende, waren eine leichte Beute für einen Jäger mit einem feinen Geruchssinn und flinken Füßen wie ihn. Der Schakal bewegte sich Schritt für Schritt, duckte sich tief am Boden, spitzte die Ohren und schnüffelte mit der Nase in der trockenen, rauen Luft. Er hörte das Rascheln eines streunenden Erdmännchenjungen hinter dem Nest, nicht weit vom Wächter entfernt. Gelegenheit. Wie ein lebender Pfeil schoss es aus dem Gebüsch.
Doch in diesem Moment ertönte ein schriller Schrei vom Wächter. Die Erdmännchen verschwanden innerhalb von Sekunden unter der Erde und das Junge entkam. Der Schakal blieb allein und besiegt am Rand des Lochs stehen. In Kibas Welt hatte der Schakal seinen Platz gefunden. Doch außerhalb dieses Territoriums war er noch immer ein Wanderer, vertrieben von Instinkten und den unsichtbaren Grenzen zwischen den Arten. Die Sonne brannte gelb auf der Steppe, der Wind wirbelte trockenen Staub auf, vermischt mit dem Geruch von altem Blut. Auf einem hohen Hügel stand Kiba reglos, den Blick auf den südlichen Horizont gerichtet. Sie spürte, wie sich etwas näherte. Keine Beute, keine Wanderer, sondern die Vergangenheit. Von weitem tauchten Silhouetten durch die wirbelnde Hitze auf. Hoch erhobene Köpfe, aufgestellte Ohren, ein vertrauter Gang wie aus einem Albtraum aus längst vergangenen Zeiten. Es war das alte Hyänenrudel, das sie verlassen hatte und nun zurückkehrte, nicht um Kiba zu finden, sondern um das Land zurückzuerobern, das unter ihrer Führung entstand. Kiba brüllte nicht, rannte nicht. Sie drehte nur den Kopf und augenblicklich stand ihr gesamtes Rudel hinter ihr. Die Hyänenjungen, die sie aufgezogen hatte, die vergessenen Weibchen, die Schakale und die kleinen Rudel, die ihr folgten. Ein Bündnis wie kein anderes, doch verbunden durch Blut, Hunger und Glauben. Der wortlose Kampf begann. Das alte Rudel hatte verloren. Die Dämmerung senkte sich über die Serengeti. Auf einem Hügel stand Kiba inmitten ihres Rudels. Ihre Ohren waren vom Kampf vernarbt und ihr Fell pelzig. Doch ihre Augen leuchteten so hell wie damals, als sie aus der Dunkelheit auftauchte. Sie war umgeben von Kreaturen, die die Savanne einst verstoßen hatte. Hyänenjungen, Schakalen, sogar ein paar seltsamen Gestalten, die hierher gekommen waren, weil sie glaubten, hier überleben und hingehören zu können. Nachdem sie verstoßen worden war, wurde Kiba zum Symbol für etwas Größeres als Stärke, die Fähigkeit zu akzeptieren, zu beschützen und zu führen. Ihr Rudel war nicht perfekt, aber es war widerstandsfähig, geschlossen und nicht durch Genetik, sondern durch Willenskraft aufgebaut. In der Serengeti, wo jeder Morgen ein Kampf ums Überleben ist, ist der Name Kiba kein Geist mehr. Er ist eine Legende. In den dunklen und stillen Sümpfen, wo Land und Wasser aufeinandertreffen, tobt ein unerbittlicher Krieg. Dies ist das Königreich der Raubtiere, geheimnisvoller Kreaturen mit überragender Stärke, gestählt durch Millionen Jahre der Evolution. Jeder Sprung, jedes Zupacken, jeder Überraschungsangriff ist das Ergebnis einer perfekten Jagd, bei der Leben und Tod nur einen Augenblick voneinander entfernt sind. Berühre diese Sumpfkiller nicht.
In den trockenen Sümpfen Afrikas, wo das Leben ständig durch das raue Klima und furchterregende Raubtiere auf die Probe gestellt wird, lebt ein Lebewesen, das nicht nur stark, sondern auch überragend intelligent ist. Der afrikanische Ochsenfrosch, Pyxicephalus aspersus. Im Gegensatz zu anderen Fröschen, die nur springen und weglaufen können, ist der afrikanische Ochsenfrosch ein wahrer Krieger, der bereit ist, sich jedem Feind zu stellen, um sein Revier und seine Jungen zu verteidigen. Mit einer enormen Größe von bis zu 25 cm und einem Gewicht von über 1 Kilogramm ist der afrikanische Ochsenfrosch eines der größten Amphibien der Welt. Pro Brutsaison kann das Weibchen bis zu 4000 Eier legen, doch nicht alle entwickeln sich. Raubtiere wie Wasserschlangen, Greifvögel und sogar Krokodile lauern ständig und warten nur darauf, den kleinen Kaulquappen das Leben zu nehmen. Doch der männliche Ochsenfrosch lässt sich nicht lumpen. Wagt es jemand, sich der Brut zu nähern, störe sofort einen durchdringenden Schrei aus, der weit genug zu hören ist, um den Feind in die Flucht zu schlagen. Doch wenn diese Warnung nichts bewirkt, beginnt der wahre Kampf. Der afrikanische Ochsenfrosch besitzt nicht nur einen muskulösen Körper, sondern auch ganz besondere Zähne. Im Gegensatz zu vielen anderen Fröschen hat er 3 scharfe Giftzähne im Unterkiefer, mit denen er seine Feinde beißen und ihnen schwere Verletzungen zufügen kann. Mit seinen kräftigen Kiefern kann er Mäuse, Schlangen, Skorpione und sogar andere Frösche jagen. Wenn eine Wasserschlange es wagt, eine Gruppe von Kaulquappen anzugreifen, stürzt sich der Ochsenfrosch sofort wie ein Gladiator auf sie und biss sie mit einem kräftigen Biss in die Flucht. Der afrikanische Ochsenfrosch verfügt jedoch nicht nur über Kraft, sondern auch über eine Intelligenz, die in der Amphibienwelt selten anzutreffen ist. In der Trockenzeit, wenn das Wasser allmählich versiegt, laufen die Kaulquappen Gefahr, im seichten Wasser gefangen zu werden und so zur leckeren Beute für Feinde zu werden. Anstatt hilflos zuzusehen, wie ihre Jungen sterben, gräbt der Ochsenfrosch mit seinen Hinterbeinen einen kleinen Kanal, durch den das Wasser in einen sichereren Bereich fließen kann und den Kaulquappen einen Fluchtweg bietet. Dieses strategische und erstaunliche Verhalten zeigt, dass dieses Amphibium nicht nur ein Raubtier, sondern auch ein hervorragender Elternteil ist. Das Erstaunlichste am afrikanischen Ochsenfrosch ist jedoch seine Fähigkeit, unter härtesten Bedingungen zu überleben. Wenn sich die Trockenzeit hinzieht, das Wasser verdunstet und der Boden aufbricht, sterben die meisten anderen Amphibien oder wandern ab. Doch der afrikanische Ochsenfrosch hat ein Geheimnis. Er kann sich unter der Erde vergraben und eine Schleimschicht absondern, die allmählich zu einem schützenden Kokon aushärtet. In diesem Zustand kann er bis zu 7 Jahre lang Winterschlaf halten und auf die Rückkehr des Regens warten. Sobald die ersten Wassertropfen fallen, löst sich der Kokon auf und der Ochsenfrosch schlüpft und setzt seinen gewaltigen Lebenszyklus fort.
Der afrikanische Ochsenfrosch ist mehr als nur ein gewöhnliches Amphibium. Er ist ein furchtloser Kämpfer, ein zäher Elternteil und eines der beeindruckendsten Lebewesen der Natur. Bei Gefahr flieht er nicht, er kämpft. Deshalb gilt er als der wahre König der afrikanischen Sümpfe. Im Herzen des Amazonas-Dschungels, wo sich Flüsse wie grüne Seide durch dichte Bäume schlängeln, lebt das stillste und furchterregendste Raubtier der Region. Ohne scharfe Krallen oder Reißzähne bringt es dennoch den ganzen Sumpf zum Zittern. Es ist die Anaconda, das Superraubtier der Wasserwelt. Die grüne Anaconda Eunectes murinus ist die massereichste Schlangenart der Welt. Riesige Exemplare erreichen eine Länge von bis zu 9 Metern und ein Gewicht von über 200 Kilogramm. Ihre extrem starken Muskeln helfen ihnen, ihre Beute bis zum Ersticken zu erdrücken. Ihre dunkelgrüne Haut mit den schwarzen Flecken lässt die Anaconda perfekt mit dem dunklen Wasser des Amazonas verschmelzen und macht sie zu unsichtbaren Killern. Im Gegensatz zu anderen Schlangen haben Anacondas Augen und Nasen auf dem Kopf, wodurch sie ihre Umgebung leicht beobachten können, während ihr Körper unter Wasser vollständig verborgen bleibt. Doch was diese Reptilien zu meisterhaften Raubtieren macht, ist nicht nur ihre Größe, es sind ihre rücksichtslosen Jagdtaktiken. Anacondas müssen ihre Beute nicht jagen, sie verlassen sich auf absolute Geduld. Dank ihrer perfekt getarnten Haut können sie Stunden, ja tagelang regungslos unter Wasser liegen und auf den richtigen Moment warten. Sobald ihre Kiefer fest am Wasserschwein haften, dreht die Anaconda sofort ihren Körper und quetscht ihre Beute. Dies ist der furchterregendste Todesstoß der Schlange. Sie tötet ihre Beute nicht mit Gift. Sie muss auch ihre scharfen Krallen nicht einsetzen. Sie drückt nur ein wenig fester zu, bis der letzte Atemzug der Beute erstickt ist. Jedes Mal, wenn das Wasserschwein zappelt, drückt die Anaconda fester zu. Nicht, weil sie ihre Beute zerquetschen will, sondern weil jeder Atemzug des Wasserschweins schwächer wird und die Anaconda ihren Griff verstärkt. Wissenschaftler haben Untersuchungen durchgeführt und herausgefunden, dass die Druckkraft einer großen Anaconda 90 PSI-Pfund pro Quadratzoll erreichen kann. Fast so viel wie ein Lastwagen, der einen Menschen zerquetscht. In weniger als einer Minute hört das Wasserschwein auf zu zappeln. Sein Körper wird weicher, jeglicher Widerstand verschwindet. Die Jagd ist vorbei. Doch für die Anaconda fängt das Fest gerade erst an.
Anacondas sind nicht nur Killer, sie haben auch einen seltsamen und einzigartigen Fortpflanzungszyklus. Während der Regenzeit, wenn der Wasserstand steigt, beginnen männliche Anacondas nach Weibchen zu suchen. Das Besondere an Anacondas ist, dass sie Paarungsschwärme bilden. Viele Männchen umschlingen ein einzelnes Weibchen und verursachen so ein gewaltiges Durcheinander, das wochenlang anhält. In diesem Kampf hat das stärkste Männchen die Möglichkeit, seine Gene weiterzugeben. Nach der Paarung legen Anacondas keine Eier, sondern gebären direkt. Die Jungen entwickeln sich im Körper der Mutter und sind nach der Geburt bereit, selbstständig zu jagen. Ein Anaconda-Weibchen kann 20 bis 40 Junge pro Wurf zur Welt bringen und unmittelbar nach der Geburt können die Jungen selbstständig schwimmen und jagen. Noch erstaunlicher ist, dass sich weibliche Anacondas, wenn sie keinen Partner finden, ohne Männchen fortpflanzen können. Ein seltenes Phänomen in der Tierwelt, das als Parthenogenese bezeichnet wird. In der Natur ist keine Art unbesiegbar, auch Anacondas nicht. Obwohl sie zu den Spitzenprädatoren gehören, haben sie dennoch Feinde. Der Jaguar, die größte Katze Amerikas, ist eine der wenigen, die es wagt, erwachsene Anacondas anzugreifen und zu töten. Außerdem haben Lebensraumverlust und illegale Jagd diese Art in Gefahr gebracht. Obwohl noch nicht ernsthaft bedroht, schrumpfen die Amazonaswälder allmählich, was das Überleben dieser Sumpfkiller zunehmend erschwert. Mit ihrer überragenden Stärke, außergewöhnlichen Anpassungsfähigkeit und tödlichen Jagdtaktiken ist die Anaconda jedoch immer noch eine lebende Legende des Amazonassumpfes. Ein Geist unter Wasser, der stets auf den tödlichen Schlag wartet. In den wilden Sümpfen der südlichen Vereinigten Staaten, wo sich im ruhigen Wasser der Himmel spiegelt und die Zypressen hoch aufragen, lebt ein Raubtier, das seit der Zeit der Dinosaurier existiert. Eine perfekte Tötungsmaschine, die die Natur über Millionen von Jahren perfektioniert hat. Der Mississippi-Alligator, ein rücksichtsloser und konkurrenzloser Raubtier in den trüben Gewässern. Mit einer Länge von bis zu 5 Metern und einem Gewicht von über 450 Kilogramm ist der Mississippi-Alligator eines der größten und stärksten Raubtiere Nordamerikas. Sein Kiefer enthält bis zu 80 Zähne und zermalmt alles, was ihm in die Hände fällt. Seine panzerartige Haut ist so dick, dass sie selbst kleine Kugeln abhält, was ihn zu einem nahezu unbesiegbaren Raubtier macht. Seine Augen und Nasenlöcher befinden sich auf dem Kopf, sodass er unter Wasser bleiben und gleichzeitig seine Umgebung beobachten kann. Ein entscheidender Vorteil bei der Jagd. Was dieses Krokodil jedoch zu einem so perfekten Killer macht, ist nicht nur seine Stärke, sondern auch seine unglaubliche Geduld. Wenn die Morgendämmerung über die überfluteten Sümpfe im Süden der USA hereinbricht, ist die Luft erfüllt vom Geschrei von Fröschen, Insekten und dem Flügelschlagen von Wasservögeln.
Auf der spiegelglatten Wasseroberfläche schreiten anmutige weiße Reiher durch das Unkraut und suchen nach kleinen Fischen, die sich im Schlamm verstecken. Sie ahnen nicht, dass direkt unter dem dunklen Wasser ein Paar scharfer gelber Augen jede ihrer Bewegungen beobachtet. Das Spitzkrokodil Alligator mississippiensis lauert im trüben Wasser, still wie ein Treibholz. Keine Regung, keine Welle, lauert es lautlos auf Beute. Die Augen- und Nasenlöcher ragen über die Wasseroberfläche. Ein evolutionärer Vorteil, der es ihm ermöglicht, sich perfekt unter der Oberfläche zu verstecken, ohne entdeckt zu werden. Mit seiner rauen, moosbedeckten Haut wird es Teil seiner Umgebung und verschwindet vollständig in der Dunkelheit des Sumpfes. Die Taktik des Spitzkrokodils beruht nicht auf Geschwindigkeit oder Wendigkeit. Es ist ein Meister Geduld und des Hinterhalts. Es kann stundenlang lauern und auf den Moment warten, in dem seine Beute unvorbereitet ist. Und dann ist der Moment gekommen. Ein großer Reiher tritt zu nah ans Wasser und wartet durch das Gras, ohne sein bevorstehendes Schicksal zu ahnen. Nach seiner Mahlzeit kehrt das Krokodil in sein gewohntes Versteck zurück, bereit, die Jagdtaktiken zu wiederholen, die ihm Millionen von Jahren lang das Überleben gesichert haben. Wer sich dennoch wieder ins Wasser wagt, ein kleiner Fehler und er wird das nächste Opfer des Sumpfkillers. In freier Wildbahn ist der Mississippi-Alligator nicht nur ein brutaler Killer, sondern auch eine widerstandsfähige und hingebungsvolle Mutter. Zur Paarungszeit brüllen die Männchen laut und erzeugen tiefe Wellen, die das Wasser erzittern lassen und so einen Kampf um die Partnerin signalisieren. Die stärksten Weibchen wählen ihre Partner nach Größe und Stärke aus, um sicherzustellen, dass die nächste Generation die besten Gene zum Überleben hat. Nach der Paarung baut das Alligatorweibchen allein auf einer Anhöhe in der Nähe des Sumpfes, wo es weniger überschwemmt ist, ein Nest aus Schlamm, Blättern und trockenem Gras. Es legt 20 bis 50 Eier, die es sorgfältig bedeckt, um sie vor Raubtieren zu schützen. Interessanterweise bestimmt die Temperatur des Nestes das Geschlecht des Nachwuchses. Liegt die Temperatur über etwa 34 Grad Celsius, schlüpfen aus den Eiern männliche Alligatoren. Bei Temperaturen unter etwa 30 Grad Celsius werden weibliche Krokodile geboren. Daher kann die Krokodilmutter allein durch die Wahl des Nistplatzes unbeabsichtigt das Geschlechterverhältnis der neuen Generation beeinflussen.
Während der 65-tägigen Brutzeit verlässt die Krokodilmutter das Nest nicht und ist bereit, jeden zu bekämpfen, der sich ihr nähert. Von Waschbären und Füchsen bis hin zu eiersuchenden Schlangen. Kurz vor dem Schlüpfen geben die Babys einen leisen Schrei aus ihrem Panzer von sich und signalisieren der Mutter damit, dass es Zeit für die Geburt ist. Die Krokodilmutter gräbt das Nest sofort mit ihren kräftigen, aber äußerst sanften Zähnen und hilft den Babys, aus dem harten Panzer zu entkommen. Dann nimmt sie jedes einzelne ins Maul und befördert es vorsichtig ins Wasser, wo ihre gefährliche Reise beginnt. Trotz des Schutzes ihrer Mutter sind Krokodilbabys zahlreichen Bedrohungen ausgesetzt. Für Greifvögel, Otter, große Fische und sogar andere erwachsene Krokodile sind Babykrokodile eine leckere Mahlzeit. Von einem Wurf mit 50 Jungtieren überleben nur etwa 1 bis 2 das Erwachsenenalter. Doch die Glücklichen lernen schnell das Jagen, werden von Tag zu Tag stärker und entwickeln sich allmählich zu den neuen Herrschern des Sumpfes. Nach etwa 10 bis 12 Jahren sind die Krokodilbabys zu über 4 Meter langen Monstern herangewachsen, die außer dem Menschen keine natürlichen Feinde haben. Wenn die Brutzeit kommt, brüllen sie erneut, suchen nach einem Partner und verteidigen ihr Revier, wodurch der endlose Kreislauf des Lebens im Sumpf fortgesetzt wird. In einer rauen Welt, in der nur die Starken überleben dürfen, hat das Spitzkrokodil seit Millionen von Jahren standhaft seine Stellung als unangefochtener Herrscher behauptet. In der Stille der weiten Sümpfe und Seen bewegt sich eine große, schlanke Gestalt langsam durch den Morgennebel. Auf langen, schlanken Beinen und mit anmutig gebogenem Hals stehend ist der Graureiher Ardea cinerea, einer der geduldigsten und präzisesten Raubtiere der Vogelwelt. Anders als Raubtiere, die sich auf Kraft oder Schnelligkeit verlassen, um ihre Beute zu erlegen, wendet der Graureiher eine andere Taktik an. Ruhe, Geduld und blitzschnelle Schläge. Der Graureiher ist ein großer Vogel, der bis zu 1 Meter groß wird, eine Flügelspannweite von über 1,8 Metern hat und dennoch weniger als 2 Kilogramm wiegt. Sein schlanker Körper ermöglicht es ihm, sich nahezu lautlos fortzubewegen, was ihn in der Welt der Fische und Amphibien zu einem nahezu unsichtbaren Raubtier macht. Die Augen des Graureihers reagieren äußerst empfindlich auf Bewegungen, sodass er Beute selbst dann entdecken kann, wenn sie sich unter Wasser bewegt. Seine langen Beine helfen ihm, durch flaches Wasser zu waten, ohne die Strömung zu stören, während sein flexibler Hals und sein speerartiger Schnabel tödliche Waffen sind, die jedes Beutetier in Alarmbereitschaft halten. Bei der Jagd hat der Graureiher keine Eile. Er bewegt sich langsam, fast bewegungslos und wartet geduldig auf den richtigen Moment zum Zuschlagen. Ein kleiner Fisch, schimmernd im Sonnenlicht, gleitet zwischen den grünen Algen über das Wasser, ohne zu ahnen, dass er beobachtet wird.
Für einen Moment senkt der Graureiher den Kopf, den Blick auf seine Beute gerichtet, den Körper gespannt wie eine Bogensehne, bereit zum Abschuss. Wenn er nicht jagt, steht der Graureiher meist auf hohen Ästen in Wassernähe, von wo aus er sein gesamtes Jagdrevier überblicken kann. Hier baut er auch während der Brutzeit sein Nest, indem er dicke Äste zu einem stabilen Nest im Blätterdach hoher Bäume verwebt. Jede Saison legt der Graureiherweibchen etwa 3 bis 5 Eier, die beide Eltern abwechselnd etwa einen Monat lang bewachen, beschützen und ausbrüten. Nach dem Schlüpfen werden die schwächsten Küken sorgfältig gepflegt, doch nur die stärksten können genügend Nahrung finden, um zu überleben und zu wachsen. Trotz seines anmutigen und eleganten Aussehens ist der Graureiher ein wahrer Sumpfkiller. Ein Raubtier, das sich langsam, aber stets sicher, präzise und rücksichtslos bewegt. Steht er still im Wasser, wirkt er wie eine kalte Statue. Doch nur einen Moment später verschwindet Leben in seinem scharfen Schnabel.